Hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen Part von Tales of Xillia. In der letzten Folge haben wir uns die Wyvern von Jyde geschnappt und sind auf dem Weg nach Fennmont geflogen. Allerdings wurden wir währenddessen von einem sehr netten Monster angegriffen und sind dann in Sheraton abgestürzt. Deswegen ist unser Aufenthalt momentan auch in Sheraton. Und wir haben im letzten Part einfach nur die Zeit totschlagen müssen, bis es dem Wyvern besser geht und natürlich Elwin auch, der sich uns wieder angeschlossen hat und Jyde gerettet hat. Aber wir vertrauen ihm halt noch nicht wirklich, was natürlich verständlich ist, weil er andauernd die Seiten wechselt und auch nie wirklich was von sich preisgeben möchte. Where's Alvin? He hasn't shown up yet. He's probably figuring out his next lie. That's not true. What does everyone else think of Alvin? Would you feel safe going into battle with him? He's just trying to help out his mom, right? I'm a sucker for that kind of stuff. I worry he himself will be unable to deal with that way of life much longer. Don't forget, Alvin was the one who saved me from the bad guys. What do you think? We'll need to keep up our guard around him until he reveals his hand. He remains trustworthy in battle, at least. No, it's not polite to talk about someone behind his back. I don't care. What can I say? You guys are my only allies. That makes everyone. Let's be off. Please wait. Rowan, are you really gonna fight with your old buddy? It is my fault that Nachtigall became the man he is. I am prepared to fight him when the time comes. You have our support. Don't worry, I'll be right behind you. I've got your back, too. Thank you, everyone. Don't worry, I'll pick up your dentures if you drop them, Grandpa. Please do. What, no pithy retort? I guess that means we're all ready. Let's make our final preparations before setting off. Gut. Was Wyvern Please, fressen. what happened? You're tottering all over the place. I was staring at the windmill, and now the world keeps spinning. Flying was so much fun! The wyverns weren't as scary as I thought they'd be. I'm just glad they didn't eat you. Too bad they didn't eat Alvin the traitor. Oh, did I forget to mention wyverns only eat children? But they don't eat their flesh. They nibble away at their souls, so gently that the kids don't even notice. While you were enjoying soaring through the sky, most of your soul could have been chewed away. That's a lie. That's total nonsense. I was right to be afraid! They make it too easy. Gemein. Hast du alle auf? Ja, natürlich. Ja, wir brechen auf. Ich weiß nicht, was für Aufgaben, aber wir brechen auf. Nach Fennmont. Thank you for everything. Please return home safely. For my brother as well. You have my word, young madam. Then let's be off. I believe we just need to follow this road to reach Fennmont. Yeah, let's go. Gut, wir sind jetzt auf der Banauer Höhenstraße. Um genau zu sein, hinter Fort Gandala. Hinten ist Fort Gandala und wir müssen halt nur nach Fennmont aufbrechen.
das werden wir auch tun. Ich werde zuerst aber in die entgegengesetzte Richtung laufen. And the walking begins. I'm sure you can see why it wouldn't be practical to ride the Wyverns into Fennmont. You'd get spotted right away. Yes, there'd be no avoiding a battle, and civilians would get dragged into it. Yeah, I guess that makes sense. But is it really okay to leave the Wyverns alone like that? They shouldn't have anything to fear from the monsters. Because the monsters are their friends? Oh, no. The Wyverns may look docile, but they can be quite tough when they need to be. Monsters aren't their friends. Monsters are their food. Really? Oh, I was right to be afraid. So. Ah, und ich kann wieder mit denen kann ich nach Sheraton fliegen. Alles klar. Gut. Dann guck. Nein, ich wollte bitte. Nein, gut, dann nicht. Dann lasse ich den Sack sein. So. Wie stark seid ihr eigentlich? Die ich ungefähr weiß, auf was ich mich in Fennmont einlassen kann. Also das geht. Wir sind ja Stufe, ich glaube 37 sind wir mit Jyde schon, oder 35, ich weiß es gerade nicht mehr. Tut mir leid. Aber wir kriegen die echt schnell down. Das war die falsche Richtung, Boys. Ich glaube, wir sind mit Jyde schon 37, oder? Ja, also kämpfen brauchen wir fürs erste Mal nicht, würde ich sagen. So, dann können wir auch getrost und geschoren, beziehungsweise ohne Leveln. Watch out! Oh, wir haben noch einen Zitronengummi gestohlen. In letzter Minute. Das ist schön. So, nein, ihr seid nicht für mich wirklich eine große Bedrohung. Dementsprechend möchte ich nicht gegen euch kämpfen. Oh, Geld. Und da können wir runterspringen. Wollen wir das tatsächlich machen? Meisterhafte Nähe, was? Wer kann hier? Jyde, your clothes are torn. Please hold still for a moment. Be done in just a jiffy here. Wow, as good as new. Thanks. Nice job. Those are Jyde's best clothes, you know. He spent days fretting over exactly what to get. He bought them for his move to Fennmont because he was terrified he'd look like a country bumpkin. That's surprisingly adorable of you. Go right ahead. Blab all my secrets. That's a fine story. Please take good care of them. How did you get to be so good at sewing anyway? I learned it when I was in the military. Originally, it was just so I could sew up the lips of any of my men who leaked vital information. After that, I took up needlepoint as a hobby. Oh, that's such an embarrassing story, though. Let's keep that a secret between us. Guess that's one secret she won't spill. Die Frage ist, ob sie es überhaupt ausspricht. So, hier hinten meinst du Wyvern? Ich gehe jetzt nochmal in das Loch rein, weil nein! I don't want to fight with you. Because I'm strong enough not to fight you. Ah, geh da rein, Jyde! Ah! Alles Ruhe. I was so sure it would lead to some awesome secret place. Wir hatten doch Basilikum. SWK. So. Darunter gehe ich jetzt einfach nicht, weil ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir sowieso nochmal daher gehen müssen. Beziehungsweise, es wird sowieso, glaube ich, nicht spannend, das hier sein. Dementsprechend würden sowieso im hinteren Teil erst rauskommen. Aber man merkt auch schon hier, dass hier das Geisterklima von Fennmont greift. Weil hier ist schon wieder alles anders ist und ein bisschen düsterer wird. Ich werde von 3 Leuten verfolgt. Das finde ich jetzt nicht so toll, aber was will man machen? So, nehmen wir an, dass ich da... Nein. Ah, gut. Alles klar. Nein! Wie kann ich... Ah, so. Da will ich da hinkommen. Wo komme ich da oben hin?
Komme ich da oben nach Fennmont? Ich habe keine Ahnung. Es ist halt tatsächlich ein bisschen verwirrend, wenn man zwei unterschiedliche Tales aufspielt. Rowan Sorgen. Ah, what a relief. I should have known things would be fine at the manor. Yeah, Drissel really kept things together. Oh, I knew Lady Drissel would do fine. I have great faith in her strength of spirit. Then what were you so concerned about? I couldn't stop worrying that I had forgotten to shut off my bedroom lamp. You were that worried about a lamp? What if I had caused a fire? I couldn't get the thought out of my mind. I can relate to that. Once the worry sets in, it never leaves. Ever since I left home, I've been wondering if I remembered to close the lid on my bottle of dried gels. I certainly hope you did. Dried gels swell up and burst if they absorb too much moisture. Maybe I should send a letter home and ask Dad to check. We're on our way to pick a fight with a king, and this is what keeps you up at night? Jyde, was sind das für Gummis? Oh Gott, blauer Lavendel. Objektwörter, Schön, dass ich jetzt eine Trophäe erhalte. So, ist hier noch etwas für mich? Vielleicht ein Eifrit-Schatz oder so? Ah! So, da bin ich gekommen. Dann laufe ich halt mal wieder den ganzen Weg da runter. Aber ich habe das Gefühl, dass ich manchmal echt zu dusel... Hör auf mich zu verfolgen! Eifrit-Schätze zu finden. Der ist stark. Ja, das klappt wird heilig. Nordwestlicher Teil? Ich bin falsch, ne? Nee! Da ist Fennmont. Und es wird immer düsterer, je näher wir Fennmont kommen. Das finde ich interessant. Is it me or did it suddenly get all dark? That's the night climb. We must be close to Fennmont. Hä? Außerdem habe ich das schon gesagt, Jyde. Und wir kriegen lauter Bienenstöcke. Geh da rein. So. Eifrit-Schatz? Hm. Dann nicht. Dann fühle ich mich halt verarscht. Ich möchte nicht gegen euch kämpfen. Ihr seid alle zu schwach für Jyde. Ananasgummi. Juhu. Jetzt, wo es hier dunkel ist und draußen auch schon anfängt zu dämmern, werde ich müde. Huh? So, ab in das Loch! Ich finde es interessant, dass Elvin sich auch nicht bewegt, wenn ich mich nicht bewege. Was habe ich denn schon wieder geklaut? Aua! Ich sehe nichts. Oh, super. Alright. Habe ich ja schon wieder nicht im Team? Egal. Wen habe ich denn im Team? Ich habe sie im Team. Mischgummis. Eifrit-Schatz? Nee. Manchmal sind Eifrit-Schätze auch hier drinnen, aber... Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es mittlerweile aufgegeben, diese Suchung. Wo muss ich denn? Ich renne ja komplett in die falsche Richtung. Ich habe es mittlerweile aufgegeben, alle Eifrit-Schätze zu finden, weil ich sie sowieso nicht finde. Weil ich einfach zu blöd dazu bin, wenn ich ganz ehrlich bin. Da hinten war ich schon. Da war nämlich nichts drinnen. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach ganz normal nach Fennmont rein. Ohne hier weiter zu erkunden, denn wir haben schon so viel Zeit verschwendet. Jetzt müssen wir mal mit der Hauptstory weitermachen. Und vor allem jetzt kommen sowieso gleich wieder Sidequests von dem her. What's going on? Hey, look! Isn't that... The lab! The Lance of Kresnik is in there. Let's go. Elvin weiß sicher etwas. Aber wir sind jetzt in Fennmont wieder. Also das Let's Play hat in Fennmont eingefangen. Und ja, wir sind jetzt nun endlich wieder in Fennmont. Back in Fennmont at last.
All thanks to you and the others. Can you believe this is where we first met? That feels like forever ago. I suppose it does. This probably isn't something I need to say again. But... I know. There's no time for waxing sentimental. right. Gut. Hallo. Ich habe hier einen Brief, der nach Fort Gandala muss, aber wegen der momentanen Notlage kann ich niemanden ausliefern. Was soll ich tun? Was soll ich nur tun? Annehmen. Wirklich, ihr werdet ihn für mich ausliefern? Vielen, vielen Dank. Der Adressant ist mein Vater. Er ist einer der Wachen, die dort stationiert sind. Er arbeitet normalerweise am Westtor. Wenn ihr ihn seht, könnt ihr ihm bitte diesen Brief geben. Okay. Okay, dann müssen wir sogar nach Fort Gandala noch. So. Hey, ich kenne dich. Oh oh. Hey, dich kenne ich auch. Nicht schon wieder. Ihr wart auf dem Plakat. Das Plakat mit den bösen Menschen. Man nennt das ein Fahndungsplakat. Genau, das Plakat meine ich. Könnten wir die Vokabelstunde verschieben und losrennen, bitte? Warum sind Kinder die einzigen, die uns wiedererkennen? Kinder sind rein und unschuldig. Man kann sie nicht so leicht hinters Licht führen. Wie du es sagst, klingt es, als wäre ich ein Monster, das sich als Mensch verkleidet hat. Wir haben jetzt keine Zeit zum Diskutieren. Ich glaube, jetzt sind wir wieder aus der Stadt gelaufen, oder? Nein. Sind wir aber... Ich will ja nicht hin. So. Ich will noch nicht zum Forschungslabor. Denn jetzt müssen wir irgendwo am Sinn. Ich glaube, wir müssen mal da reingehen, weil hier haben wir auch noch eine Nebenquest, die wir annehmen können. Das war falsch. Er muss woanders hin. Wo war denn das jetzt nochmal? Ach, wo war das denn? Ah. Da. Das Gebäude war es, wo hier 10.000 Menschen stehen. Und hier soll angeblich noch wer sein. Okay, da war es ein Stock weiter oben. Genau hier. Hilf mir doch jemand! Ich habe eine falsche Bestellung aufgegeben und jetzt habe ich nicht genügend Wiesenkristalle und sie sind der begehrteste Artikel dieser Saison. Ich brauche mehr davon, jetzt muss ich nur noch welche besorgen. Ihr werdet mir noch mehr Wiesenkristalle besorgen, wirklich? Vielen, vielen Dank. Oh, und bitte sagt meinem Boss nichts davon, in Ordnung? Haben wir nicht sogar einen Wiesenkristall mit, eventuell? Ihr habt es geschafft, vielen, vielen Dank. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen, von meinem Boss ausgeschimpft zu werden. Hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Erzählt meinem Boss nicht, dass ich euch gegeben habe, dass ich hier so... Ja, okay. So, wir haben ein Diadem erhalten. So, das haben wir. Dieses Item findet man auf der Bannauer Höhenstraße. So, dann... Kann ich mich eigentlich wieder hin und her porten? Das ist aber schön. Gut, dann werden wir hier in sag ich schon, in Fennmont noch was erledigen. Zwei Sachen erledigen. Dann werde ich noch ganz schnell nach Sheridan düsen. So, wo war noch mal die Schule? Ja, da lang. Oder? Ja. Dann gehen wir kurz in die Schule von Jyde, weil hier haben wir auch noch zwei Nebenquests. Hey Jyde, is that your school? Yeah, it is. I mean, it was. I doubt they consider me a student anymore. Aber was mir aufgefallen ist, dass jetzt die folgst du mich gerade? Achso. Dass die Rush Sugar Leute jetzt einfach schwarz sind. Schwarz angezogen sind. So, wir müssten jetzt, glaube ich, nach hinten gehen.
Bilde ich mir ein. Oder? Wir sind jetzt im Studentenwerk und im Studentenwerk war das. So. Ist hier irgendwo muss einer sein. Da. Hallo. Ich stecke gerade mitten in meiner Abschlussarbeit, aber ich habe nicht genügend Materialien, um meine Experimente abzuschließen. Ich weiß, das ist vielleicht etwas viel verlangt, aber ihr könnt mir nicht zufällig dabei helfen, oder? Vielen Dank, ich benötige lediglich etwas Monsterflüssigkeit. Damit müsste ich die neue Theorie über Manalappen beweisen können, die ich aufgestellt habe. Bitte gebt euer Bestes, bitte davon hängt mein Leben ab. Ja, kein Problem, hier hast du. Genau das ist die Monsterflüssigkeit, die ich gebraucht habe. Damit müsste ich meine Abschlussarbeit fertigstellen können. Ganz unter uns, wenn ich das hier schaffe, werde ich der leitende Assistent von Hausersatz. Wenn das passiert, habe ich für immer ausgesorgt. Das verdanke ich euch. Oh, das war jetzt gemein. Jyde gegenüber. Fennmont after a 5-year absence. I never imagined my return would be like this. Aber das muss Jyde echt heftig wehtun eigentlich, dass er dann, der Typ, dem wir jetzt helfen, statt Jyde dann halt eben. Ja. In den Lehrtrakt müssen wir. Wo war denn der jetzt nochmal? Der war jetzt der ganze... Wie überall die ganzen Rush-Sugar-Soldaten sind. So, ich glaube, hier war dann die Cutscene, nehme ich mal an. Nicht hier? Hä, wo war denn das jetzt nochmal? Warte. Geht in den Lehrtrakt des Studentenwerk. Ja gut. Wenn ich komplett falsch renne, ist auch da klar. Wir waren im richtigen... Ups, Entschuldigung. Da ist der Typ, der die ganze Zeit von uns weggerannt, beziehungsweise uns eigentlich nachgerannt ist. Ich finde halt ein bisschen... Was ich halt nicht verstehe, warum die Rush-Sugar-Leute jetzt auf einmal schwarz angezogen sind. Das ist jetzt die Kriegsuniform von denen, weil normalerweise sind die immer in Rot herumgelaufen. Jetzt laufen sie auf einmal mit Schwarz rum. Ich muss sagen, ist wirklich interessant. So, ich muss jetzt auf die Seite. Genau. Und dann hier soll irgendwo eine Szene stattfinden. Ja, guck nicht so! Ever since Professor House disappeared, I've been up to my ears in work. Where did he go, anyway? And why would he disappear the day he won the Hal Prize? Something must have happened to him. Just between us, remember how the military came in and searched the school on the day the professor disappeared? When they went through his office, they confiscated every document of his they could find. So that investigation wasn't related to the warrant out for Jyde? That was their official reason, but I wonder what their real objective was. First, his reward was rescinded without explanation, then everything he ever worked on was confiscated. There's nothing normal about that. What was the professor even working on? I heard he was researching a theory that involved using spirits without providing them any mana. Is that even possible? Apparently he'd had some success, but I wouldn't get too interested if I were you. If you stick your nose too far into it, you might disappear too. Come on, don't say things like that. So that means Professor House was researching something similar to the Lance of Kresnik. Also ich nehme mal an, dass Jyde auch nicht mehr willkommen hier in Fennmont ist. Also in der Schule zumindest, wenn sie schon über Jyde hier eigentlich reden, dass gegen den Haftbefehl gießt und alles weitere. Wir wissen natürlich, dass gegen Jyde ein Haftbefehl vorliegt, aber ja. So, gut. Nein. Ich würde mich... Wie heißt das nochmal? Genau, die Bahn. Können wir den ganzen Weg zurücklaufen, natürlich. Weil ich würde halt gerne den Brief schon abgeben. Und damit wir noch Sheraton abschließen können, dann haben wir das auch und können im nächsten Part wieder getrost weitermachen mit der Story. Also irgendwie haben wir eigentlich doch in jedem Part tatsächlich irgendwie Nebenquest zu erledigen.
Was ich einerseits finde ich sehr cool, dass man halt mehr darüber über das Spiel und so erfährt. Aber andererseits ist es dann dennoch ein bisschen sehr, sag ich mal, nervig. Weil man mit der Hauptstory so nicht wirklich klarkommt. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe ja privat nicht wirklich alle Nebenquests gemacht. Sondern nur einige, da ist eine Truhe, die nehme ich jetzt aber nicht mit. Die interessiert mich nämlich nicht, denn ich möchte hier tatsächlich nach hinten. Damit wir schnell nach Dings kommen, nach Fort Gandala, um den Brief abzugeben. Ich weiß halt nicht, ob wir tatsächlich nach Fort Gandala reinkommen. Ich glaube, es wird sich eher sehr schwer gestalten, dass wir da jetzt irgendwie reinkommen, um den Brief abgeben zu können, aber mal schauen. Vielleicht haben wir hier Glück und vielleicht steht er nur vor dem Tor oder sowas. So, Fort Gandala war in die Richtung, genau. Eigentlich müsste mein Wyvern. Ah, mein Wyvern sitzt noch hier, wie süß. Mit denen könnten wir tatsächlich nach Sheraton fliegen, aber kann mich das Vieh bitte nicht verfolgen? Da kann ich mich jetzt prinzipiell nach Fennmont porten, ja. So, da hinten ist Fort Gandala. Ich finde es aber nett, dass wir einfach so reinkommen, ne? Ah, er steht sogar da. My stomach seems to be empty again. When do we eat? Again with this one. Good performance, but terrible fuel efficiency. So. Wer ist da? Was? Ihr behauptet, ihr hättet einen Brief von meiner Tochter? Ja, nimm mal. Bevor du mich hier mit deinem Speer aufspießt. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir das hier zu bringen. Würde es euch etwas ausmachen, ihr meine Antwort zu überbringen? Sagt ihr bitte, dass ich meinen Posten nicht ohne eine Genehmigung verlassen darf. Nicht einmal für den Tod ihrer Mutter. Das ist nun mal das Los eines Soldaten. So, aber wir fahren jetzt nach Sheraton. Vor allem fahren. Ich glaube, Kulmanpfad war das nächste. Genau. Denn wir haben mit Giselle noch ein Hühnchen zu rupfen, beziehungsweise eine nette Nebenquest, sage ich mal, die recht interessant ist, die wir auch schon in Chengdu angefangen haben. Ich nehme mal an, dass sie hier sitzen wird irgendwo. Oh, hallo Rowan. Meine Fürstin, mir ist nicht entgangen, dass euer Gesicht etwas errötet ist. Ich hoffe, ihr habt kein Fieber. Oh, und ob ich Fieber habe, ein Fieber, das aus großer Leidenschaft hinaus entstanden ist. Eure Gedichte in Schrei der Liebe haben mich zutiefst berührt. Was? Ihr habt doch nicht erwartet, dass ihr mein Buch gekauft habt? Ja, ich habe es bereits unzählige Male laut gelesen. Die Leidenschaft, die ihr verströmt, wenn ihr über Liebe und Schmerz schreibt, ist einfach unglaublich. Damals war ich noch ziemlich jung und nun ja. Wir müssen das Buch unbedingt neu verlegen, damit die ganze Welt es lesen kann. Nein, bitte nicht. Alles nur das nicht. Seid ihr sicher? Ich bestehe darauf. Würdet ihr nicht dann die Ehre erweisen, mein Exemplar für mich zu signieren? Nur wenn ihr versprecht, es nie wieder laut vorzulesen. Na gut, das bleibt unser kleines Geheimnis. Ja. Wie ich schon vermutet habe, hat Giselle das Buch gekauft. Und ja. Dann würde ich sagen, geben wir hier noch die Nebenquest ab und dann war's das auch schon für heute wieder. Er wird also nicht nach Hause kommen. Mutter sagte, sie wusste, dass er das nicht kann. Sie sagte, so ist er nun einmal und aus diesem Grund hat sie ihn auch geheiratet. Sie starb mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Ich frage mich, ob ich jemals verstehen kann, warum. Oh. Und wir haben Nimbus erhalten und haben die Quest auch erledigt. Perfekt. Jetzt haben wir wieder schon so viel Geld wieder. Aber egal. Naja, ich würde sagen, das war's mit diesem Part von Tales of Xillia und im nächsten Part gehen wir zum Laforte Forschungszentrum und hoffen, dass wir die Lanze von Kresnik ein für alle Mal vernichten können. Aber ich denke mal, dadurch, dass Tales of sehr bekannt ist für Plot-Twists, wird sich das nicht so leicht gestalten, wie es Villa denkt. Also, naja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.